Willkommen zurück hier bei Let's Play Rogue Galaxy. Beim letzten Mal haben wir endlich Juvis gefunden, aber keiner unserer Angriffe zeigt auch hier nur irgendeine Wirkung. Kein Sprungangriff, kein Schlag, nichts. Was machen wir also gegen so einen Gegner? Tja, gute Frage. Ist ein Sicherheitssystem eingedrungen? Au! Au! What the fuck? Mr. Rogue! This is never gonna work. Like it? It's my landmark invention, a barrier system using time-space energy. Your feeble, girly man attacks have absolutely no effect on it. Damn. Joster! Dr. Piccaccio? What? Dr. Piccaccio? I'm very impressed, Jupis. Your research into space-time energy has come a long way. But the time has come for you to step back. But that can't be! Excellent! It worked! Joster! There you go. Use it just like I showed you. Thanks. That's our Dr. Piccaccio. Thank you so much. Ja, wir halten den Barrierenschuss. Ah! Using new weapons, that's not fair! Ja, manche Bestien sind durch Barrieren geschützt, die Angriffe wirkungslos machen. Benutze den Barrierenschuss von Dr. Piccaccio, um diese Schilde zu durchbrechen. Ja. Wieder ein Ticken zu weit. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass das jetzt auch mal gerne in der Wildnis auftaucht. Also es kann vorkommen, dass ein stinknormaler Gegner auf einmal eine Barriere hat und das ist furchtbar nervig. That makes me so mad! War's das schon? We did it! Let's finish this, Jaster. Oh, you are so naive! I still have an ace up my sleeve. Johnny! Switch into Super Deluxe Mode! Super Deluxe Modus. Klingt eher, als hätte der eine eingebaute Sauna dabei, oder? Okay. Jupis Roboter Deluxe. Big bang! I'll take care of this once and for all! Holy crap. Ja, der Johnny Roboter Deluxe. Was es nicht so alles gibt auf dem Markt. Nach wie vor der Angriff mit dem Illusionsschwert definitiv eine Trumpfkarte, wenn man so will. Und das war's. Ja. Yeah. Und das, obwohl ich mich einfach reingestellt habe. Wie ein wahrer Champion. You certainly didn't make it easy for us. I'm sure you'll understand if you let me explain. Huh. It's a little too late for that. Come on, just hear what I have to say. It's a hard story to tell and a hard one to hear. You'll probably think I'm so pitiful. Fine. Out with it. Don't rush me. Anyway, I work for Datron, or did before I was fired. I was the lead researcher on time-space energy. Know anything about that? It's a theory about an unlimited energy source that can solve the galaxy's resource problems. For us researchers, it's like a never-ending romance.
I was one step closer to a breakthrough. Good morning. So, Jupus, you've been up all night working too? Yeah, you too? Oh, we'll need a full week of sleep to make up for all this. Ugh. Oh, I'm fine. I'm just happy to have this opportunity to work with the chief. Huh? Jupus, is this what I think it is? Pretty soon, pretty soon. I just need to solve this equation and it'll be complete. So we're almost finished. The truths of the universe are about to be laid bare. With this data, becoming the ruler of the universe is no longer just a dream. Alter, nein. Pfui, böse, aus. Nein! And all of my data was destroyed. That's when Datron fired me. I see. So it was your assistant Tony who caused the accident. And now you're trying to get them to hire you back? No, not at all! This is revenge! That accident was all part of Datron's plan. They wanted that data all to themselves. They got Tony to play his role in bringing me down. You've got to believe me! Oh! I knew I could count on the Desert Claw, but I still can't believe you caught Jupus this quickly. All right, Jupus Tukey McConnell, you're coming with us. You have a Datron inquest to attend. Oh, so now you're going to take me to court, huh? Forget it! I'm not standing for any fake trial! If you come clean now, we can lighten your punishment. No way! You want the death penalty, and I don't want to die. All I wanted to do was recover all of my research. So, this means... I guess I have no choice! I can't see! That rat! Over there! I won't let you catch me! Adios, amigos! Okay, That die guy is Sturmtruppen kriegen den schon. unbelievable. He has nowhere to run. I've dispatched soldiers to all likely locations. It's only a matter of time before we get him. Phew. So that's that then. Dr. Picacho, if you wouldn't mind, could you please restart the mainframe for us? Of course. Please, come to my office. Weil ich den da starten kann? In meinem Büro? Als kleiner Angestellter? Hä? Naja, egal. Everything should be fine now. It seems that Jupus has not lost his pride as a scientist after all. The mainframe computer hasn't been harmed one bit. I see. That's excellent news, Doctor. We owe it all to you, Desert Claw. Sure. Now, about that reward. Let's see. How would you feel if I gave you this Picacho factory? Huh? You mean you're going to use my factory again? What's going on, Star? You've had plenty of time to rest by now, Doctor. I think it's time to forget about the past and return to your work. Don't you agree? Well? With a facility like this, he'd be able to produce all kinds of items. It'd be much better than some lousy reward money. What do you say, Mr. Rogue? All right. We'll take the factory. So, you really want to use my factory? Ja? I see.
Then I'll bring it back up to speed as soon as possible, so that you will be able to utilize it. It's a deal, Dr. Picacho. I'm so happy. Die Fabrik kann jetzt verwendet werden. Steve. You seem to be doing very well, Steve. You have good friends by your side, and you look happy. I'm relieved to know you're doing so well. By the way, can I ask you a small favor? Would you mind contacting me once in a while to tell me about the things you see and do on your journey through the galaxy? The things I see and do? Well, of course. But why? Oh, well, it's nothing really. It's just that, I don't know, I've been pretty lonely lately. Is that all? All right. I'll definitely keep in touch with you and tell you all about our adventures then. Oh, really? How excellent. I'm so glad. Thank you, Steve. It's no trouble at all. Well, then it's time for you to go. Until we meet again. Yes, Doctor. Thank you for waiting. We sure took the long way around, but the Galaxy Corporation should be back online now. Let's go see. Na, das hoffe ich doch mal. Nach dem ganzen Ärger. Die Fabrik kann Gegenstände herstellen, die bei deinem Abenteuer von großem Nutzen sein können. Wähle Fabrik im Hauptmenü, um sie zu betreiben. Sprich mit Dr. Picacho über die magische Schmelze, den ersten Produktionsplan, der erstellt werden muss. Die Person neben ihm verkauft Material. Wenn du Material brauchst, bekommst du es hier. Hier kannst du viele nützliche Gegenstände für dein Abenteuer erstellen. Mach davon Gebrauch. Produzierte Gegenstände bekommt man nicht direkt hier. Nach einiger Zeit kann man sie im Laden kaufen. Und ja, wie ihr da seht, was eins der legendären 7-Stern-Schwerter kann hier hergestellt werden. Ja. Dr. Picacho. Ja. Eigentlich schon. Oh well. Ja, wir bekommen hier haufenweise Materialien. Prozessoren etc. pp. Selbst sowas hier. Haarlocken. Bienenkönigin, Stachel, Zitterale, Schneeornamente, Donnersteine. Okay, da ich mit ihm so nicht reden kann, muss ich das so machen? Ja. Wir haben eine Fernbedienung dafür, warum auch nicht? Okay, Entwürfe. Wir wollen... Wollten wir nicht was herstellen? Das hier noch. Wir wollen die magische Schmelze wiederherstellen. Dafür brauchen wir einen Raumkompressor und eine Möbius-Batterie. Das ist der Plan. Da oben. Stadt 1, Stadt 2 geht runter, sollte vollständig werden, ungefähr. So. Das ist jetzt die Vorlage. Jetzt müssen wir... Moment. Wir müssen Materialien hinzufügen, so. Wir brauchen... Das Schöne ist, da oben sind auch Bilder, daran kann man es nochmal sehr schön erkennen. Wir brauchen hier nur... Das ist auch recht einfach, wir brauchen hier nur den Raumkompressor. Und, wo war's? Die Möbius-Batterie. So. Okay. Das haben wir jetzt fertig. Die würden jetzt zusammen hier laufen, da verschmelzen und als fertiges Produkt rauskommen. Allerdings braucht so eine Fabrik natürlich auch Strom. Ja? Das heißt, ich muss hier Strom noch legen. Ohne Strom geht halt nichts. Ja, wir können sie zwar so übereinander lagern, so ein bisschen hier drüben, schön zu sehen. Aber da muss man dann halt auch wirklich drauf achten. Das ist jetzt natürlich hier als allererste Entwicklung nicht wirklich kompliziert. Ne? Wir packen die paar Stromstecker da rein. Die Tische müssen halt auch Strom haben. Sonst funktioniert es nicht. Und dann sind wir fertig. Das ist hier noch ganz einfach. Das kann ich auch noch aus dem FF. Das ist noch wunderschön. Starten wir doch mal.
So, dann könnt ihr also sehen, die Teile wandern jetzt hier runter. Sie müssen hier zeitgleich ankommen, sonst gibt es ein Problem. Was zum? Falsch bearbeitete Materialien im Montieren? Was? Was? Ah, wieso das? Bin ich jetzt ganz doof? Kann natürlich auch sein. Material nicht fertig, magische Schmelze. Kommt da rein, vollständig. Müsste das nicht so gewesen sein? Oder muss ich das noch bearbeiten? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das ist nämlich das Problem gerade. Ja. Das ist das Problem. Okay, fein. Ich hab's gleich. Moment. Wir müssen also gucken, was haben wir für ein Material. Wir haben einmal mechanisch und einmal Schaltkreis. Und das heißt, ich brauche zum Beispiel... Wo haben wir es denn? Metall, geschmolzenes Metall. Ja, okay, Moment. Ich muss mich da echt wieder reinlesen, das ist ja furchtbar. Wir haben mechanisches Metall, wir haben Schaltkreis. Das heißt, wir müssen erst den Demontierer nur bringen. Dann ist das mechanische Metall, also die Batterie, fertig. Kein Problem. Beim Schaltkreis müssen wir nur den Spüler nehmen. Okay, das ist alles, was ich wissen wollte. Puh. Falscher Knopf. Wir wollen also einen Spüler und einen Demontierer. Ja, für den Schaltkreis brauchen wir den Spüler, der macht das mit 2 Punkten direkt. Ich glaube, so rum ist er richtig. Da seht ihr aber direkt, ich habe jetzt natürlich wieder hier Sachen drin. Ist schlecht. Vor allen Dingen, wichtig ist immer, der Spüler braucht jetzt eine Zeit von 2. Das ist prinzipiell halt das hier drin, das ist kein Thema. So, einmal hier, einmal da. Allerdings, und das ist immer das Problem dabei, das werden wir aber gleich sehen. So, den Spüler dahin. Und so eine normale Röhre erstmal. Das muss jetzt nicht perfekt hier funktionieren, weil ich sowieso immer echt blöde bin mit der Fabrik. Danach den Part beenden werde, aber erstmal machen wir das hier. So, das haben wir. Platzieren. Also ich werde erstmal zeigen, warum das gleich ein Problem geben wird. Das Problem sehe ich sofort, dass da eins kommen wird, aber ich zeige euch erstmal, was für ein Problem, denn ist ja schön und gut, wenn der Kommi hier immer redet, ja, da ist dann ein Problem, aber was ist denn dann das Problem, ne? Und hier brauchen wir den Demontierer. So. Dafür muss ich die Teile da entfernen, ja, ja. Zack, zack. Wahrscheinlich auch noch zack hier, ne? Um da wieder reinzukommen. Platzieren. Den Demontierer. Aber ich bleib dabei, die Fabrik ist echt cool, macht eine Menge Spaß damit zu arbeiten. So. Und jetzt werdet ihr dann gleich sehen, warum das ein Problem ergibt. So. Alles ist angeschlossen. Alles würde also funktionieren. So. Starten wir das mal. Hier seht ihr, das Ding geht da rein. Ist am Bearbeiten. Kommt raus. So. Und jetzt seht ihr, das Ding kommt viel zu schnell hier rein. Na, da ist also ein Unterschied von 1 am Ende, glaube ich. Das heißt, ich müsste das Ding hier zum Beispiel länger machen. So, jetzt ist dann immer die Frage, wie macht man das? Man hat ja hier wirklich stehen, das ist eine 1, dauert also ein bisschen länger. Und dementsprechend muss man halt mal gucken.
Müsste also gucken, indem ich zum Beispiel... Wenn es jetzt wirklich ein Zeitunterschied von 1 sein würde, müsste es eigentlich ganz einfach gehen, wenn ich das hier verkürze. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Gucken wir mal. Also es ist kein Problem, wenn das direkt vom Tisch in die Maschine reingeht. Ne, es ist ein Unterschied von 2 sogar. Okay. Es ist halt immer gut zu wissen. Dann... entferne ich das nochmal. Beziehungsweise das dann auch nochmal, ne? Ja. Wir versuchen das jetzt hier fertig zu kriegen, diesen Part. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, dann, ja, bin ich halt doof und das ist halt alles, was ich... ist mal wieder alles, was ich nicht drauf habe, ne? Dabei denkt man immer, man sieht die Pläne und es sieht so einfach aus. Und man denkt sich, ja, kein Thema, mache ich. Und dann kommt man hier hin in die Fabrik und es ist irgendwie doch nicht so einfach. Prinzipiell könnt ihr aber auch immer zählen. Das ist 1, geht hier rein, macht dann +4, bis es raus ist und dann eben die anderen Zeiten. So, ihr seht, jetzt funktioniert's. Sie kommen zusammen rein, fusionieren miteinander und ergeben ein komisches Fragezeichen. Landet drauf. Erfolg! Wir erhalten den Athanor, eine magische Schmelze. Jetzt kannst du Folgendes benutzen, den Athanor. Der Athanor ist, wie es ja schon gesagt wurde, eine magische Schmelze. Wo haben wir ihn denn? Hier. Diese alchemistische Schmelze ist in der Lage, jedes Metall sofort einzuschmelzen. Gut. Das war probehalber die Fabrik. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir endlich unser Reisevisum erneuern können. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.